Frau Zahner, erkennen Sie den Mann auf dem Foto? Nein, was soll das sein? Erkennen Sie ihn wirklich nicht? Nein, den habe ich noch nie gesehen. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen erklären darf, dass das Ihr Bruder ist? Ich würde ihn nur fragen, ob sie einen Vogel haben. Ich hab keinen Bruder. Deswegen frage ich Ihnen jetzt nur mal. Haben Sie den Mann auf dem Foto schon mal gesehen? Nein, ich habe diesen Mann noch nie in meinem Leben gesehen. Ich möchte gerne das Experiment von letzter Woche wiederholen. Für was wird das gut sein? Das hat beim letzten Mal auch nichts gebracht. Und wenn der Thomas nicht so lieb war, also mir so Gedanken macht um mich, dass mir das irgendwas brachten würde bei ihnen, dann würde ich gar nicht da sitzen. Ja. Aber er hat ihn auch dazu überredet, dass weiterhin zu mir kommen. Ja, er glaubt halt, dass ich das mit meinen Eltern verarbeiten muss und weil ich halt beim letzten Mal dann auch so aufgewühlt war und ja, seinetwegen mache ich das halt. Da hat er auch vollkommen recht. Ja, was soll ich mir diesmal vorstellen? Bitte genau dasselbe wie beim letzten Mal. Sie haben gesagt, Sie erinnern sich an ein Frühstück. Mhm. Gut, Sie sehen wieder Ihre Eltern? Ja. Ihre Mutter und Ihren Vater? Mhm. Gut. Und jetzt schauen Sie sich ein bisschen im Raum um. Ich weiß nicht, was das bringen soll, ganz ehrlich. Bitte, Frau Zahner, vertrauen Sie mir. Machen Sie die Augen zu. Sie sehen Ihre Mutter und Ihren Vater beim Frühstück. Wer könnte nun da sein? Da ist niemand. Da Schauen- sitzt keiner. Schauen Sie nur mal genau hin, Frau Zahner. Da sitzt niemand. Obwohl. Doch, da sitzt der Bub. Wie schaut denn der Bub aus? Ein Bub halt. Blonde Haare, klein. Was macht der Bub? Ja, sitzt da. Tut nichts. Wer könnte denn der kleine Bub sein? Keine Ahnung, vielleicht der Bub von den Nachbarn. Könnte es vielleicht der Lukas sein? Welcher Lukas? Ich kenne keinen Lukas. Könnte es vielleicht Ihr Bruder sein? Ich Ja. hab keinen Bruder, das habe ich Ihnen doch eh schon erklärt. Das darf ja nicht wahr sein. Hey, was machst denn du da? Ich arbeite da. Steig ein. Ich muss arbeiten, ich brauche mein Geld. Bitte steig jetzt ein. Ich brauch's Geld. Du brauchst dir nicht was sagen zu mir. Ich kann dir ja was geben. Ja, und dann muss ich das wieder zurückgeben. Das Nein, geht du musst mir's nicht zurückgeben. Aber nur wenn du jetzt einsteigst. Komm bitte, es rennt. Mann, komm reißt einer. mich an. Und, wo ist jetzt mein Geld? Wo wohnst denn du jetzt? Bei einer Freundin. Bei was für einer Freundin? Bei der Eva. Hey, seit wann hast du mit der Eva wieder Kontakt? Damals, bis mein Mara aus war, hast du auch keinen Kontakt gehabt zu ihr. Ja, und jetzt haben wir halt wieder an. Was tust du da? Ich hab mir gedacht, ich schau wieder mal vorbei. Und was willst du? Können wir bitte reden miteinander? Was willst du mit mir reden? Lea, Ma- weißt du, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist? Ja, sicher weiß ich das und ich weiß, dass das scheiße war, aber du gehst mir an und ich. Können wir bitte einfach drüber reden? Komm einer. Zwingst mich jetzt, dass ich es anrufe, oder? Anrufen? Ernsthaft jetzt? Hey, hör auf jetzt bitte. Wenn die Mama und der Papa gewusst hätten, Laura, dass... jetzt ja nicht. Dass die Mama und den Papa da mit reinziehst. Eh nicht, aber... Hey, du kannst ja bei mir schlafen. Ich glaub kaum, dass deiner Frau das Recht ist. Ja, die muss und hat das einfach zum Akzeptieren. Fertig. Wo ist denn der Zeug? Das ist mein Zeug, das ist alles, was ich hab. Ich hab zu weit kommen müssen. Wie es so weit kommen müssen hat? Ernsthaft jetzt? Weißt du was? Leck mir am Arsch! Hey, bitte bleib jetzt da! Leck mich! Steig ein! Komm zurück jetzt!
Bitte bleib da. Lass mich in Ruhe! Frau Zanner, die Therapie macht nur dann Sinn, wenn Sie sich auf meine Methoden einlassen. Sie müssen mir da schon ein wenig vertrauen. Ja, dann ist halt mein Bruder. Meine Güte, dann habe ich ihn halt verdrängt, genauso wie er das mit meinen Eltern verdrängt. Das ist halt einfach zu schmerzlich und ich will von dem allen gar nichts wissen. Aber genau deswegen sind Sie doch da, oder? Ich habe ihnen von Anfang an gesagt, dass ich aus keinem bestimmten Grund da bin. Ja? Mir hat einfach eine Freundin gesagt, dass es gut ist, wenn man über seine Probleme irgendwie redet und dass halt da vielleicht eine Therapeutin gut war für mich. Ja? Und das ist ja der ganze Grund, warum ich da bin. Und der Thomas findet es halt auch gut. Finden Sie also nicht, dass Ihnen die Stunden bei mir wenigstens ein bisschen was gebracht haben? Nein, das hat mir überhaupt nichts gebracht. Sie stellen mich da als Lügnerin hin, als eine, die nicht über ihre Kindheit redet und als war ich aggressiv oder sonst irgendwas. Und mehr hat das schon überhaupt nicht gebracht. Und schlecht schlafen tue ich jetzt auch noch. Noch mehr als wie vorher. Wollen wir nicht nur mehr über meinen Bruder reden? Habe ich irgendeine Wahl? Frau Zanner, Sie haben bei mir immer eine Wahl. Ich habe Ihnen von Anfang an gesagt, wenn Sie sich erinnern können, wir gestalten die Stunden so, wie Sie das wollen. Nur nachdem ich jetzt um einiges mehr über ihn erfahren habe dürfen, finde ich halt, dass das die beste Methode ist, um Ihnen zu helfen. Sie sagen zu mir, Ihr Leben ist super und Sie sind glücklich und alles rennt perfekt. Aber trotzdem gibt es da Ereignisse, die unbedingt verarbeitet gehören. Der Tod von Ihrer Eltern gehört da dazu. Und die Tatsache, dass Sie die Existenz von Ihrem Bruder verleugnen, muss doch einen triftigen Grund haben. Und den Grund finden wir gemeinsam aus, wenn Sie das wollen. Ja, wenn's meinen. Was soll ich mir diesmal vorstellen? Nur mehr genau dasselbe wie beim letzten Mal. Und? Was fällt Ihnen als letztes ein, wenn Sie an Ihren Bruder denken? Da fällt mir überhaupt nichts ein. Ich kann mich an ihn nicht erinnern und ich weiß nicht, was das bringen soll. Lassen Sie Ihnen ruhig Zeit machen. Die Augen zu. Das hat keinen Sinn. Ich will von dem allem gar nichts wissen. Ganz ehrlich. Frau Zanner, machen Sie die Augen zu. Versuchen Sie, dass Sie Ihnen ein Gesicht zu Ihrem Bruder vorstellen. Wenn Sie an ihn denken, was ist das Letzte, was Ihnen einfällt? Wann haben Sie ihn als letztes gesehen? Ja, er war vor ein paar Wochen oder Monaten einmal da. Das war schon alles. Was willst du da? Ich wollte nach dir schauen. Wie geht's dir denn? Wie soll es mir denn schon gehen? Beschissen? Warst du jetzt noch nicht beim Doktor? Nein, war ich nicht. Du weißt eh ganz genau, dass ich keine Krankenversicherung habe. Hey, du musst da hingehen. Was haben wir uns denn damals ausgemacht? Wir haben sie überhaupt nichts ausgebracht, Lukas. Du entscheidest nur immer irgendwelche Sachen über meinen Kopf hinweg. Hey, es geht nicht darum, dass ich dich nerven möchte. Hey, mir geht's darum, dass dir gut geht. Ja. Verstehst? Seit wann willst du, dass es mir gut geht? Seit wann? Immer schon. Aber du warst einfach so lange nicht zum Finden. Schau mal auf die Idee kommen, ja, dass ich nicht gefunden werden wollte. Schon gar nicht von dir. Aber du musst trotzdem zum Arzt. Du weißt ja gar nicht, was wirklich passiert ist. Meine Güte, Lukas, dann stirb ich halt. Das ist ja eh scheißegal. Dreh nicht so blöd daher. Du gehst kein an? Ja? Ich bin dein Bruder. Du fehlst mir. Ich werde immer dein Bruder sein. Du bist mein Bruder. Ja. Wo warst denn, wo ich bei der Oma war alleine? Ha? Wo warst denn da? Da hätte ich dich gebraucht. Da hätte ich dich gebraucht, ja? Du weißt ganz genau, dass ich da nichts dafür kann. Die Oma wollte mich halt einfach nicht nehmen. Ja. Und? Warum wolltest du nicht nehmen? Warum wolltest du nicht nehmen? Ha? Warum? Wollt ihr nichts sagen, gell? Weil's mit dir sicher nicht so umspringen können wie mit mir. Ja? Mir jetzt behandelt wie den letzten Scheißdreck, ja? Und du warst nicht da. Und jetzt, Lukas, jetzt brauche ich dich schon mal gar nicht, ja? Ich komm alleine zurecht. Du kommst allein zurecht. Ja? Du kommst allein zurecht. Sag mir, wo du gelandet bist.
Am Strich bist du gelangt. Super kommst recht, oder? Ich lass mir von dir sicher keine Vorwürfe machen. Schau, ich mach dir ja keinen Vorwurf. Aber damals habe ich einfach nicht die Chance gehabt, dass ich dir helfe. Heute schon. Aber jetzt ist es spät, Lukas. Was ist spät? Wie meinst du das? Es ist wurscht. Bitte geh einfach. Was tust du denn leicht noch? Es geht dir nichts an. Geh einfach. Hey, du hast gesagt, du lässt es. Wir haben uns damals ausgemacht, wenn ich dich finanziell unterstütze, dass du das nicht mehr machst. Deine finanzielle Stütze reicht halt nicht aus. Schau, wenn ich mehr hätte, ich darf dir mehr geben. Ja, Lukas, ich weiß ja eh. Aber du hast halt einfach nicht mehr. Und die Frauen wie ich, die keinen Beruf erlernt haben, meine Güte, was soll ich denn machen? Du weißt das ja eh ganz genau. Und Oma hat auch immer gesagt, dass die wird sowieso mal eine Putzfrau. Geh jetzt. Bevor ich Putzfrau wird. Na, den gefällt mir ich sicher nicht. Jetzt red nicht so blöd daher erst. Du konntest da so einen klassen Job haben. Wenn du dich mal ein bisschen aufrappeln darfst, ein bisschen mehr wollen. Weißt? Du weißt gar nicht, wie das ist, ja. Du weißt gar nicht, in was für einer beschissenen Situation das ich bin. Du hast doch keine Ahnung. Aber schau, der Erich zum Beispiel. Der Erich, den konnte ja einfach fragen, ob er eine Kölnerin braucht. Lukas, eine Kölnerin, ganz ehrlich jetzt. Ich und Kölnerin, da bleiben wir lieber im Strich. Da tust du einen Vogel, weißt? Ich weiß ganz genau, was das ausrennt, ja? Dann kann ich jeden Tag auf die Knie daherkriechen und bitten und betteln und danken dafür, dass ich als Kölnerin arbeiten werde. So, jetzt erst auf, komm. Du kommst jetzt mit mir fahren. Lukas, es Komm einfach interessiert mich nicht. Ich will nicht. Bitte komm mit jetzt. Komm einfach mit. Lukas, ich will nicht. Hey, du brauchst eine gescheite Arbeit. Ich brauche keine Arbeit, ich brauche nichts von dir. Du gehst jetzt einfach und ich will nichts hören und nichts sehen von dir. Ich hab Bitte. meine Arbeit. Nein, Lukas. Du brauchst eine anständige Geh jetzt Zukunft. in den Nachbarn. Gib mir Ruhe. Geh jetzt. Naja, und die haben dann rausgehauen. Das war dann schon alles. Warum haben sie ihn auf ihn nicht helfen lassen? Helfen lassen, von ihm. Der will mir überhaupt gar nicht helfen. Der will mich nur mit dem Thomas auseinanderbringen, das ist schon alles, was der will. Warum will ihr Bruder nicht, dass wir mit Thomas benannt sind? Ja, die waren irgendwie schulfreund damals und der Thomas war scheinbar ein rechter Weiberer. Aber das ist mir wurscht, das war früher und heute ist heute und er ist jetzt nicht mehr so und fertig. Ja, und der Lukas Trader, das kommt durch und verzählt überall umeinander, dass ich als Nutten am Strich arbeite. Man spinnt der. Sagen wir nicht besser, aber warum solltet ihr Bruder sowas behaupten? Ja, weil er eifersüchtig ist. Er ist halt eifersüchtig auf das Leben, was ich führe mit dem Thomas. Und jetzt sagt er halt an jeden, dass ich gar nicht Sekretärin beim Steuerberater bin, sondern eben, dass ich in der Zeit, wo ich scheinbar in der Arbeit bin, am Strich gehe und das halt alle verheimlicht. Der spinnt wohl. Und eine Frage habe ich jetzt noch. Sie haben doch gesagt, Sie arbeiten bei einem Rechtsanwalt als Sekretärin, nicht bei einem Steuerberater. Ja, ich arbeite als Sekretärin bei einem Rechtsanwalt und der ist halt Steuerberater auch noch gleichzeitig. Der macht beides. Wo ist denn der Lukas gerade? Keine Ahnung.